Am nächsten Sonntag, dem 1.12. um 13 Uhr, startet das nächste In-Game-Turnier von RF4. An der Sura geht es diesmal los. 13 Uhr wird eröffnet, ab 14 Uhr ist dann Startschuss und das Ganze dauert dann 2 Real-Life-Stunden, also 48 In-Game-Stunden und es geht auf spannende Fische. Ja, solche Ingame-Turniere machen doch immer wieder Bock. Also an der Sura geht es los. Ab 13 Uhr wird quasi aufgemacht. Ab 14 Uhr ist dann Startschuss. Und das Schöne ist, man kann einfach nur in-game den Wettbewerben beitreten. Ich zeige das mal eben. Also einfach nur Escape drücken, hier unten auf Wettbewerbe klicken, dann aus der Liste das passende Event raussuchen, beitreten und dann geht es um 14 Uhr los. Man muss nichts weiter machen, außer zu joinen, einfach beitreten. Ja, und es geht hier um schon etwas spezielle Fische. Also fange die Rotfeder, Giebel und Flussbarsch. Sollten wir doch hinkriegen, oder? Giebel, Flussbarsch, Rotfeder? Rotfeder könnte ein bisschen tricky sein, aber ich teste gleich auch schon mal. Also, das sind die 3 Fischarten, um die es geht. Und gewonnen, ja, hat natürlich der größte Fisch jeweils. Und es geht hier um richtig gut Silber, beziehungsweise auch noch um Premium. Das Ganze kann man sehen auf der Steam-Seite vom Game RF4. Und das Ganze wird, wie gesagt, offiziell von Russian Fishing 4 aufgemacht und ausgeführt. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Socken hier und gucken, ob wir nicht vielleicht noch eine Rotfeder kriegen, denn das könnte etwas schwierig sein. Barsch, naja klar, einfach auf Jig oder mit Tauwurm und so, da wird auch immer mal ein Barsch reingehen, wird wahrscheinlich nicht ganz so schwierig. Giebel kann ich mir auch sehr gut hier an diesem Tümpel vorstellen mit verschiedenen Teigen, also auch das wird bestimmt funktionieren. Aber die Rotfeder, die hat schon damals bei den Weihnachtsevents und so immer mal wieder für ein wenig Kopfschmerzen gesorgt. Deswegen probieren wir mal den damals funktionierenden Spot. Das ist er hier, 45, 45 und das hat gut funktioniert auf Pose. So, ich schnapp mir jetzt mal hier meine beiden Posen. So, eine der beiden Posen habe ich schon fertig. Ich mache mal jetzt keinen Schnurclip rein, mache das Ganze mal hier relativ flach. Gehen wir mal so auf 50 cm. Ich weiß nicht genau, wie tief es hier ist, aber ich denke 50 könnte passen. Und dann werfen wir die erste schon mal raus. So, Bremse schön auf locker. Und dann machen wir die zweite Pose hier auch startklar. Und zwar gehen wir hier mal relativ leicht rein. Ich mache mal so 5 Kilo. Man könnte wahrscheinlich auch noch viel besser, noch leichter reingehen. Auch hier nehmen wir vielleicht erstmal einen etwas kleineren Haken. Ich hatte hier gerade schon einen 6er. Hier gehen wir vielleicht nochmal kleiner rein auf einen 10er. Und dann gehen wir hier mit Grashüpfer rein. Hier verwende ich jetzt auch mal doppelt Grashüpfer. Vielleicht lockt das sogar noch mehr. Und dann einfach hier vorne an die Seerosen geworfen. Und hier schaue ich mal, ob ich vielleicht auf 80 cm Tiefe komme. Kurz noch eingefügt, falls du dich fragst, sollte ich eine Futtermische verwenden oder nicht? Es gibt für solche Fische, die gerne auf Insekten gehen, so mäßig gute Futtermischen. Ich habe es ohne Futtermische gemacht. Ich habe auch ohne Futtermische meine Trophy gefangen. Wenn du meinst, vielleicht probiere ich es aus, auf jeden Fall so eine Futtermische hier testen, wo ja auch so fleischige und Zuckmückenlarven, also diese larvigen und insektenartigen Komponenten mit drin sind. Also das hier wäre durchaus eine Möglichkeit hier, Perlengraupenbasis, durchaus eine Idee. Vielleicht könnte man auch noch was anderes nehmen, vielleicht sowas wie Rapssamen, also ein bisschen was Hochwertiges könnte man wahrscheinlich auch noch nehmen. Und dann kommen da einfach diese fleischigen Komponenten mit rein. Mistwurm, hier gehackte Würmer und dann Fliegenmade, Zuckmückenlarve und Zuckmückenlarve als Extrakt. Also solche Komponenten laufen immer wieder ganz gut und auch eben ganz gut für solche Fische. Aber erstmal vielleicht ohne testen, weil wenn die Futtermische drin ist, dann ist das Ding natürlich, dann ist der Spot natürlich erstmal für 2 Stunden damit belegt. Und wenn so eine Futtermische dir dann den Spot versaut, naja, dann musst du halt einen eigenen Spot suchen. Wäre doch schade.
So, von der Tiefe her, ja, passt es auch noch. Ja, an der Stelle hier, also an dem Tümpel, einmal halb herum, 45, 45, kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Das sind die Koordinaten, wo es eine ganze Zeit lang auch immer wieder ganz gut funktioniert hat, gerade mit der Rotfeder. Und da zuppelt es auch schon. Das erste gezuppelt ist dran. Ich hoffe, dass wir hier gleich direkt die Rotfeder haben. Das wäre doch was. Rotfeder. Das sieht doch gut aus. Gesucht und gefunden. Das heißt, eine große Sorge im Turnier kann man hier schon mal abhaken. Hier hatte ich auch meine Trophy gefangen. Damals, wo ich noch dachte, Mensch, ich hätte die Trophy. Habe ich die doch nicht? Habe ich sie doch? Wo ist sie denn? Und sie war tatsächlich da, die Rotfeder. Damals schon als Trophy. Nur hat sich das Trophy-Gewicht erhöht. Deswegen wurde sie bei mir nicht mehr auf Baller angezeigt. Das ist wahrscheinlich eher ein Döbel, oder? Alter, jetzt wurstel ich mir einen zurecht. So. Ja. Schön an der Oberfläche, da ziehen dann die Döbel lang. Ja, also, ihr seht, hier schnell mal eben kurz die Rotfeder fangen. Sollte machbar sein, geht auch sehr gut mit Stippe. Also auch das durchaus möglich. Ich glaube, die Aufgabe damals war ja sogar mit einer Ultraleitstippe hier eine Rotfeder zu fangen. Und das hat eben ganz gut hier funktioniert. Ja, dann Giebel und Co. Vielleicht sogar da drüben oder einfach hier die gleiche Stelle, gleiche Area abwerfen hier. Einfach auf Giebel. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Wie gesagt, die Teigköder auf jeden Fall probieren. Sowas wie Quarkteig und so. Und den Barsch. Ja, entweder auch hier oder dann hier wirklich mal in den Hauptstrom reingehen. Das könnte allerdings auch ein bisschen tricky werden, fällt mir gerade ein. Denn wenn man hier großartig jiggt, könnten natürlich auch hier Zander bis hin zum Wels reingehen. Aber so ein bisschen Risiko muss ja sein. Jawohl, die Rotfeder ist zumindest da. Also, das kann man doch schon mal machen. Ja, so sieht es aus. Und ich bin sehr gespannt. An dem Sonntag bin ich bin wahrscheinlich noch im Wald. Um die Uhrzeit bin ich noch schön draußen. Petri Lümmels, ich würde sagen, ihr macht das jetzt. Schön in dem Event ordentlich absahen. Und dann gucken wir mal, wer da alles aus der Community ganz weit oben mit dabei ist. Vielleicht sogar direkt mit gewinnt. Das wäre doch der Oberhammer. Ja, und ich gehe jetzt hier erstmal weiter suchen, was es noch so an der Sura gibt. Vielleicht nochmal so Marmorkarpfen oder sowas. Ein bisschen was Dickeres. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, Petri.